Ja, hallo, ich bin Saskia John und ich möchte mich heute mal per Videokamera vorstellen. Ich möchte das einfach mal ausprobieren, wie das geht. Und vor allem vermittelt es ja auch mal einen kurzen anderen Eindruck, ja, wenn das Gesicht mal zu sehen ist hinter dem, was sonst geschrieben wird. Es hat sich ja so ein bisschen rumgesprochen schon, dass ich so ein Fan von Dunkelretreats bin. Ich mache die Dunkelretreats einfach total spontan, weil ich mich da irgendwie magisch angezogen fühle. Ich bin jetzt seit 3 Monaten aus meinem dritten Dunkelretreat wieder draußen. Das ging über 26 Tage. Und ich werde oft gefragt, warum machst du das Dunkelretreat? Was ist es, was dich da reinbringt? Ist es nicht schade, den Sommer im Dunkeln zu verbringen, wenn da draußen die Sonne scheint? Also ich kann das total verstehen, diese Fragen. Die habe ich mir früher auch gestellt, bevor ich das erste Mal drin war. Die Dunkelheit ist ein Medium, das wunderbar geeignet ist, mich mit mir selber zu konfrontieren, zu erfahren, wer ich bin, was ich mache, was mich im Kern wirklich tief, tief, tief ausmacht. Und die Dunkelheit hilft mir sozusagen, das zu sehen, was ich im Tageslicht im Alltag überhaupt nicht von mir sehe oder nur wenig, vor allen Dingen, wenn ich es nicht noch gar nicht um diese Eigenschaften in mir weiß, sie gar nicht in mir freigelegt habe. Da kommen Dinge zum Vorschein, von denen du gar nicht ahntest, dass das in dir drin steckt. Altes, Verdrängtes, also verdrängte Inhalte aus ganz, ganz langer Menschheitsgeschichte. Verdrängte Inhalte meiner Eltern, meiner Großeltern, alles steckt in mir drin. Und das taucht dann da auch alles drin auf. Und zwar so klar, von einer beeindruckenden Präzision und Klarheit, dass es spannender ist als ein Krimi. Ich lerne also quasi ganz viel über mich, mehr in der Dunkelheit als im Alltagstageslicht. Ich kann mich also mehr kennenlernen, ich kann mehr zu mir ankommen, ich kann Kräfte in mir entdecken, von denen ich nicht wusste, dass die überhaupt da sind. Ich kann mich in meinem tiefsten, innersten Kern kennenlernen, der mehr versteckt ist im Alltagsleben. Früher gar nicht so zum Zuge kam, weil ich mich mehr angepasst habe an das, was andere Menschen wollten von mir. Ich einen Weg gegangen bin, den ich gelernt habe in meiner Jugend, in meiner Kindheit, wo sich meine Eltern und die Lehrer und alle, die mich begleitet haben, echt Mühe gegeben haben, was aus mir zu machen, ohne vielleicht zu sehen, das, was ich bin. Und ja, ich hole mir quasi diese Schichten jetzt wieder zu mir zurück und schaffe es, indem ich die wieder mehr kennenlerne, mehr von mir auszudrücken. Wenn ich mehr weiß, wer ich bin, dann weiß, wo ich anfange, weiß, wo ich aufhöre, dann kann ich auch besser mich auf mich selber vertreten, Dinge, die mir wichtig sind, zum Ausdruck bringen, kann Grenzen setzen, Inhalten gegenüber, die nicht mit mir im Einklang sind, kann Sachen klar erkennen und benennen auch, wenn ich spüre, was da im zwischenmenschlichen Bereich abläuft. Also in der Dunkelheit zu sein, hat eine Menge Vorteile. In der Dunkelheit komme ich mit Ebenen in mir in Kontakt wie Frieden, Stille, Weisheit, Ewigkeit, lebendige Leere, einfach Seinsqualitäten, die mir im Alltagsbewusstsein früher gar nicht bewusst waren und jetzt mehr und mehr bewusst werden, sagen wir mal so. Gleichzeitig, je mehr mir bewusst wird, umso mehr wird mir auch bewusst, dass ich gar nichts weiß und gar nichts kenne. Von diesen großen, unglaublichen Schöpfungsbewegungen ich immer nur einen kleinen Ausschnitt kenne, nämlich den aus dem Blickwinkel, von dem ich gerade schaue. Und das ist schon sehr beeindruckend und führt mich in eine Demut vor dieser unglaublichen Schöpfungskraft, sodass ich ganz, ganz still werde innerlich und ganz bescheiden und ganz, ganz demütig. Die Dunkelheit, die lässt mich in eine Aufmerksamkeit kommen. Mir war nicht bewusst, dass Aufmerksamkeit um ein Vielfaches zu steigern geht. Das habe ich insbesondere erfahren bei meinen Tai Chi-Übungen in der Dunkelheit.
die mich auch mehr in meinem Körper ankommen lassen oder ließen, mehr mich fühlen ließen, mehr das Zusammenspiel der einzelnen Muskeln und Komponenten, Knochen, bei jeder einzelnen Bewegung mich wahrnehmen ließen. Auch das Zusammenspiel zwischen Körper, Gefühlen, Gedanken und höheren Ebenen des menschlichen Seins. Und wie eng das ineinander eingreift, meine Gedanken, meine Gefühle und die Auswirkungen, die es unmittelbar sofort im Körper hat. Und das ist so interessant, so spannend, dass ich mich dem sehr, sehr gerne widme. Das ist das, was mich an der Dunkelheit anzieht. Das ist das, was ich immer tiefer erforschen kann und auch möchte. Da zieht es mich regelrecht hin. Und in dieses Sein einzutauchen ist, und einfach nur zu sein, jenseits von Kopfkino, jenseits von Gedanken und Gefühlsschlaufen, die sich immer wiederholen, die aber im Prinzip Erinnerungen von gestern sind, im Jetzt, in diesem Sein zu sein, was jetzt gerade stattfindet, das ist so erholsam, dass es sich wirklich lohnt, sich damit tiefer auseinanderzusetzen und tiefer zu beschäftigen. Das ist im Grunde genommen wie ein Langzeiturlaub und noch um ein Vielfaches höher oder erholsamer als der längste Urlaub, den Sie je gemacht haben. Ja, soweit vielleicht und vielen Dank fürs Zuhören.